Der Ofen dient beim Messerbau zur Wärmebehandlung. Und das wären das Normalisieren, das Härten, das Abschrecken und das Anlassen von Messerstählen. Im Video baue ich eine mobile, elektrisch betriebene und temperaturgesteuerte Wärmebehandlungsstation zum Härten und Anlassen von Messerklingen und Werkzeugen aus Stahl. Und weil das etwas sperrig klingt, kriegt es den Projektnamen Here Comes the Sun oder einfach Der Ofen. Viel Spaß beim Video. Für die abschließende Wärmebehandlung von selbst hergestellten Werkzeugen, wie zum Beispiel Gravierstiche oder Schlagstempel, habe ich bisher meinen elektronisch gesteuerten Ausbrennofen aus der Goldschmiedewerkstatt verwendet. Der kleine Brennraum von ca. 25 x 25 cm reichte mir bislang aus. Der Ofen kommt schnell und somit energiesparend auf Temperatur. In Zukunft aber möchte ich mich mehr mit der Herstellung von japanisch inspirierten Kochmessern beschäftigen und benötige daher einen zuverlässig gesteuerten Ofen von mindestens 40 cm Tiefe. Ich verfüge zwar über eine Holzkohlen- und Gasesse, allerdings wünsche ich mir bei empfindlichen Hochleistungsstählen, die auch nicht ganz billig sind, exakte und vor allem reproduzierbare Ergebnisse. Papier ist geduldig und so ließ ich in der vorausgehenden Planung meinen Wünschen freien Lauf. Der Ofen sollte angenehm in Stehhöhe zu bedienen sein. Ich wollte ein Schauloch, um die Werkstücke betrachten zu können, ohne die Ofentür öffnen zu müssen. Ich plante eine Ablage für die Schmiedezangen und die Handschuhe. Direkt neben dem Brennraum sollte sich ein ausreichend großer Abschreckbehälter für Öl oder Wasser befinden, das automatisch auf eine vorher eingestellte Temperatur erwärmt werden kann. Für diesen Behälter wünschte ich mir einen Deckel und einen Ablasshahn, um den Inhalt leichter wechseln zu können. Für die Sicherheit plante ich einen FI-Schalter und die Leistung sollte bei ca. 2200 Watt für die Brennkammer liegen. Nach meinen Berechnungen sollten die Temperaturen zum Härten von Kohlenstoffstählen nach ca. 60 Minuten erreicht werden. Geheizt wird der Ofen mit Kantaldraht bei ca. 230 Volt und einer gewünschten Leistung von so 2100 bis 2200 Watt benötige ich knapp 12 Meter Kantaldraht mit 1,8 Ohm pro Meter, das ich zu einer Spirale gewickelt habe und in den Feuerleichtstein eingearbeitet habe. So, das waren jetzt viele Wünsche auf einmal. Mal sehen, was ich davon umsetzen konnte. Mit dem Bau habe ich bei mir zu Hause begonnen. Dort habe ich Schweißgeräte und vor allem den Platz, um das Projekt zu realisieren. Außerdem möchte ich den Ofen zum Anlassen der Werkstücke bei niedrigen Temperaturen verwenden und ich bin Goldschmied und wenn der Ofen am Ende noch schick aussieht, dann habe ich natürlich nichts dagegen. Und eins noch, finanziell sollte das ganze Projekt im Rahmen bleiben und ich wollte das gesamte Projekt, also den Ofen mit dem Ständer und das mobile, die Elektronik und so weiter, wollte ich komplett selbst realisieren. Für den Ofenrahmen und das Gestell habe ich Winkelstahl und rechteckiges Stahlrohr verschweißt, geschliffen und lackiert. Meine Werkstatt ist klein und ich habe damit begonnen, einige Geräte wie die Drehmaschine oder die Fräse transportabel auf Rollen zu montieren.
Das möchte ich auch bei dem Ofen realisieren. So mobil kann er bei Bedarf an jeden Ort gefahren werden und wieder leicht verstaut werden. Die Bodenplatte und das Ablagebrett, das besteht aus Buchenleimholz, das ich mit Hartwachsöl behandelt habe. Zur Erwärmung des Abschreckmediums kommen zwei selbstklebende Heizplatten à 350 Watt zum Einsatz. Der Ofenkörper besteht aus 15 Feuerleichtsteinen NF2 mit einer Klassifizierungstemperatur von 1540 Grad Celsius. Die Gehäuse für die PIDs und die Schalter habe ich in Fusion 360 konstruiert und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Durch die spezielle Konstruktion ist die Ofentür selbstschließend. Und durch die Abstufung kann ich auf ein Dichtungsband verzichten. Die elektrischen Verbindungen wurden mit Vago-Klemmen und am Ofenkörper mit keramischen Schraubverbindungen durchgeführt. Die Verzierungen auf der Ofentür sind rein von Gold.
Das Schauglas besteht aus feuerfestem Ofenglas. Die Temperaturen für Ofenkammer und Abschreckbehälter werden elektronisch und preiswert mit Rex C100 PIDs gesteuert. So, der Ofen ist montiert und bereit für den ersten Test. Der Hund ist auch dabei. Dann lass uns mal starten. Was sehen wir denn hier? Also, wir haben den Ofen, der transportabel ist bzw. mobil. Wir haben hier die Elektronik auf der Seite. Hier nehme ich mal den rückwärtigen Deckel ab, wo auch der PC-Lüfter mit eingebaut ist. Da kann man den ganz gut sehen. Rechts die Elektronik, was so ein bisschen wirr hier aussieht, hat aber doch seine Ordnung. Ich muss hier auf einem kleinen Raum auch relativ viel Verkabelung unterbringen. Der PC-Lüfter soll nicht nur die Elektronik kühlen, sondern auch den Luftstrom vorbeileiten an dem 3D-Druck. Die Ofentür, das hatte ich schon gesagt, ist selbstschließend durch die Konstruktion. Hier haben wir mal einen Blick. Wir haben weit über 40 cm Brennraum oder Glühraum zur Verfügung. Die Spiralen sind mit den Fingern nicht zu erreichen. Ja, man muss poolen, man muss richtig mit dem Finger reingehen, vielleicht mit dem kleinen Finger, um das besser erreichen zu können. Aber das kann man auch beim Toaster machen, dann kriegt man auch eingewischt. Dafür haben wir auch den FI-Schalter. Da haben wir einen Magneten an der Seite, hier die Halterung für die Schmiedezangen. Das ist der Deckel für den Abschreckbehälter, der hier seitlich befestigt werden kann. An dieser Befestigungsbar soll noch ein Handtuch mit dran oder ein Lappen. Ich habe mich hier für Fett entschieden als Medium, damit das nicht überschwappt, wenn ich das transportiere. Der FI-Schalter ist tatsächlich hier auch als Schalter gedacht, das heißt, ich schalte damit das Gerät ein. Hier haben wir die Rückseite, im oberen Teil sieht das ein bisschen dunkel aus. Ich habe das im Carport zusammengebaut, das Gerät, und da hat so ein bisschen Flugrost abbekommen. Das ist der Ablasshahn, der durchlässt, wenn das Öl halt oder das Fett flüssig ist. Hier sind nochmal die Rollen. Vorne sind bewegliche Rollen drunter, die auch eine Feststellbremse haben. Ja, Ablage für Handschuhe oder was auch immer. Der Ofen außen ist übrigens mit Ofenlack lackiert. Ich glaube bis 800 Grad war das. Ich habe es in der Videobeschreibung, meine ich, einen Link gelegt zu dem Lack. Ja, Stecker ist drin, Schalter ist ein. Hier geht der PC-Lüfter an. Da startet das Heizen des Abschreckmediums im oberen Teil. Ist das für den Ofen selbst. Der war jetzt hier auf 1300 eingestellt. Ich werde den mal auf 820 und im unteren Teil auf 60 stellen. Wir haben jetzt 2800 Watt. Die beiden Heizplatten unten nehmen 700 Watt weg, also müsste der Ofen jetzt gerade bei 2100 Watt liegen. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Volt gerade durch die Steckdose kommt. Ja, und hier ist auch leicht zu erahnen, warum ich das Projekt Here Comes the Sun genannt habe, denn durch das Schauloch geht so ein ganz klein bisschen die Sonne auf.
Ja, hier noch sehr verhalten. Wir sind jetzt hier bei knapp 300 Grad nach wenigen Sekunden, was aber auch nicht verwunderlich ist, denn hinten das Thermostat liegt ja auch direkt am Heizstab. Das geht also recht flott. Hier ist natürlich noch nichts passiert. Ich rechne damit, dass wir ungefähr eine Stunde brauchen, um den Ofen auf sicheren 820 Grad zu haben und auch das Fett auf 60 Grad. Mal gucken, wie wir da zeitlich hinkommen. Was haben wir jetzt hier? Bei 4 Minuten 533 Grad. Also letztendlich kommt es ja auch nicht so drauf an, wie schnell das geht. Also nicht auf die Minute genau. Aber sollte schon im Rahmen bleiben bei den Energiekosten. Ich würde sagen, so maximal eine Stunde und dann sollte ich schon sicher einen Stahl eingeben können. Ja, hier im Fett hat sich noch nicht viel getan. Der Deckel ist übrigens nicht nur dazu da, um gut auszusehen, sondern auch, falls ein Feuer entsteht. Ach, hier übrigens ganz gut zu sehen, das sind die Heizplatten, 2x350 Watt. Selbstklebend, kommen aus dem Gastrobereich, so Bain-Maries werden damit erwärmt und die waren hier genau passend. 2x350 Watt war perfekt, also es ist weder zu heiß noch zu kalt. Hier eben einmal außen fühlen. Da gehe ich mit der Hand mal nicht so über das Loch hinten von dem Thermostat. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen wärmer sein. Und hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da ist Hundi wieder, dem geht es heute ziemlich gut. Bei den Heizplatten muss man aufpassen, dass man da nicht mit der Hand drunter geht. Die werden doch ziemlich heiß. Und da habe ich mir ein bisschen die Finger verbrannt einmal. Ja, 620 Grad. Wir können alles noch berühren. Wenn ich den in die Hand nehme, dann ist es nicht mehr ganz so kalt. Mal eben gucken. Vorderen Bereich hier knapp 30 Grad. Aber hier dürfte es etwas wärmer werden, weil die Heizspirale ja in das Material eingelassen wurde. Ja, 50 Grad. Hinten könnte etwas mehr sein. Ne, tatsächlich etwas weniger, je nachdem, wo man drauf hält wahrscheinlich. Hier diese Temperatur war für mich interessant. Ich habe ja 3D gedrucktes Material am Ofen und ich wollte nicht, dass er schmilzt, je nachdem, wie viel Wärme abgeleitet wird durch den Ofenkörper. Das war auch die Idee mit dem PC-Lüfter halt, dass die Luft weggeleitet wird. Und ich will natürlich nicht, dass da was schmilzt. PETG habe ich übrigens verwendet. So, im oberen Bereich hier 40 Grad. Auch 40 Grad. Ich kann die Temperatur da gerade nicht ablesen. Waren wir schon bei 600. So. Ja, bei der Ofenkonstruktion habe ich nicht den größten Wert auf Isolation gesetzt. Also wenn man nochmal eine Schicht Steine umzusetzt oder Mineral, Wolle, irgendwas, was es an Isolationsstoffen gibt, dann wird man draußen sicher nur handwarm. Aber bei mir war es halt im Fokus warm machen, definierte Temperatur erreichen,
glühen und wieder zumachen. Also es sollte ja keine Esse werden zum Schmieden, sondern lediglich für die Wärmebehandlung des Stahls. So, ich glaube bei 700 Grad waren wir jetzt gerade. Ja, 695. Wir sind bei 2200 Watt. ...36 Minuten, 750 Grad. Jetzt dürfte es außen wärmer geworden sein. Das Fett wird... da ist noch ein bisschen drin. Gleich können die Pommes rein. Naja, 36, 41 Minuten, knapp 800 Grad. Ja, das sieht gut aus. Und da ist auch gleich Ruhe. In dem Rohr, in dem Edelstahlrohr ist übrigens der Thermostat nach unten geführt. Ja, oben wird es wohl schon ein bisschen wärmer. 48 Minuten. Wir sind bei 805 Grad. Außen wird es heiß geworden sein. Ich denke mal, ich gehe nochmal mit dem Infrarot-Temperaturmesser rum. Unten ist die Temperatur auch erreicht. Ja, hier. Der PID tastet sich an die Temperatur heran und wenn er merkt, er ist gleich bei 820 Grad, dann fängt er an abzuschalten, damit er nicht über das Ziel hinausschießt. Und dabei kühlt der Ofen aber relativ schnell ab. Und damit ich überhaupt auf 820 komme, gehe ich jetzt mal auf 840 Grad bei den Voreinstellungen und später werde ich noch auf eine etwas höhere Temperatur gehen. Ansonsten hält er die 820 nicht so sauber. Ja, das Fett ist soweit. Wir haben hier 820 Grad erreicht. Ich habe auf 870 voreingestellt. Kurzes Türöffnen und die Temperatur fällt natürlich ab. Es kommt ja ganzer Schwall an kalter Luft hinein. So, ich simuliere hier mal eine Situation mit einem Messerstahl. Nakeri soll es mal werden, es war noch nicht ganz fertig. Also ich habe es jetzt eingebracht. Ich bringe die Zange zurück, ich mache die Ofentür wieder zu. So, wir sind jetzt bei 752 Grad am Thermostat und bei einer Zeit von 53 und eine Minute später sind wir wieder auf Temperatur. Also das hält schon. Man muss ja auch bedenken, jetzt ich habe hier ich habe den Ofen nicht vorgeheizt. Also ich würde ihn normalerweise erstmal bei 400 Grad vorheizen und dann richtig auf 400 Grad kommen lassen, also mal eine halbe Stunde, so dass er das hält und dann auf 820 Grad gehen, denn der ist ja außen, der gibt natürlich noch viel ab. So, hier simuliere ich mal das Herausnehmen des Messers. Ich gehe an den Magneten und danach schrecke ich jetzt ab. Das Messer nehme ich raus. Da kann ich noch nicht in die Hand nehmen. Lege ich dann irgendwo ab, vielleicht auf ein Tuch oder einen Baumstamm, der in der Nähe steht. Ja, die Ofentür wird geschlossen. So, und jetzt kann man entweder noch ein weiteres Messer glühen, andere Sachen noch Wärme behandeln. Ich bin jetzt auch, sehe ich gerade, auf 1000 Grad Temperatur gegangen, um die 820 sicher zu halten. Wir haben ja 100 Grad im Außenbereich, also anfassen ist da nicht mehr. Da müsste 60 sein. Ja, damit bin ich sehr zufrieden. Ja, ich muss auch sagen, auch hier mit den über 100 Grad teilweise, 130, 140, ich meine, da ist ja keine Isolierung dran hin, das ist lediglich durch einen Stein. Vorne 80 Grad, da ist alles in Ordnung. Also wie gesagt, man kriegt das kühler, aber dann wird es auch wesentlich größer. Es wird teurer, es wird schwerer, alles wird komplizierter und für einmal rein und raus ist das für mich hier, ist das in Ordnung. Ja, der Ofen strahlt natürlich ordentlich ab. Der PC-Lüfter muss jetzt auch noch, wenn der Ofen abkühlt, laufen, damit er die warme Luft ableiten kann, an der Elektronik und an den 3D gedruckten Teilen vorbeileitet. Tja, ansonsten würde ich sagen, gut gelaufen, das Projekt
was viel, viel mehr Zeit in Anspruch genommen hatte, als ich mir das am Anfang gedacht hatte, aber auch viel mehr Spaß gemacht hat, als ich mir das gedacht hatte. Wir sind hier bei 9,8 Ampere, die 0,99 weiß ich nicht, ob das Euro bedeutet. Maximal 2900 Watt hatte ich hier. Das ist einmal 13,04 Ampere. Also ich hatte den so ausgelegt auf 10, 11, 12 Ampere. Höher wollte ich gar nicht gehen. 3600 Maximalwatt war das. Aber ich glaube, da schaltet das Gerät dann noch irgendwie ab. Und ja, 50 Hertz ist klar. Und 10 Ampere nimmt er weg, ja. Ja, also runde Sache. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir das nur noch eben heile nach Kroatien bringen. FI-Schalter geht aus. Ja, jetzt aber auch nur fürs Video. Denn der Lüfter muss noch ein bisschen laufen. Ich sage danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachbauen und denkt daran, nicht in den Toaster greifen.